Eigentlich dieselbe Aktion wie in Amerika, ne? Selber, das stimmt, das ist Selbe dieselbe Aktion. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich sag mal so, er hat verloren, glaube ich, oder? Ja, total. Herzlich willkommen, mein Name ist Vergeber und heute gibt es ein sehr, sehr beliebtes Format. Wir sprechen wieder über das Thema Überfall und Sicherheit. Wir haben da ein paar Sachen vorbereitet, Videos, die ich auch noch nicht gesehen habe. Und bei uns dabei darf natürlich eine Person nicht fehlen. Aziz Karaoglu ist neben mir, der bei uns so die Sicherheit regelt. Wie geht's? Super. Ja, freust du dich darauf? Voll. Was du nicht weißt, ist, ich war in Dubai und so und mit anderen YouTubern. Alle gucken dieses Format und sagen, man kann dir gut zuhören. Das freut mich. Ja. Wir haben jetzt ein paar Videos und werden euch das Ganze mal unten einblenden. Und uns ist natürlich wichtig, was du davon hältst, was man als Schutz, ich weiß, wir haben darüber oft gesprochen, aber gerade so Themen, was können jetzt Privatpersonen machen, Pfefferspray, dies, wie soll man sich verhalten, soll man kämpfen, soll man nicht kämpfen, solche Sachen. Und da werden wir uns jetzt ein paar Videos anschauen. Super. So, das erste Video ist jetzt hier aus einer Mall in Amerika. Das sind solche etwas offenen Geschäfte. Mit sowas haben wir bei uns jetzt. Es gibt ein paar Geschäfte, wo man auch öffentlich reinlaufen kann. Das ist typisch jetzt für die Mall. Sicherheitsrisiko ist natürlich, dass es hier keine Tür gibt. Aber wir gucken mal rein, was passiert. Boah, das war's schon. Das war's schon. Also wenn wir nochmal zurückgehen, man sieht hier, derjenige hätte es wahrscheinlich aber auch durchgezogen, muss man sagen, selbst wenn derjenige jetzt im Geschäft gewesen wäre. Ne? Ja, weil er jetzt auf ihn losgegangen ist, da hat er abgebrochen. Aber wie schätzt du beispielsweise, dass auf diese Art und Weise bei uns passiert, so quasi, also ich würde schon sagen, dass er unvorbereitet war. Der war unvorbereitet, das war absolut nicht professionell gemacht. Und in Amerika, du weißt ja, ne, die schießen ja ganz schnell. Wenn jetzt ein Security da gewesen wäre, der bewaffnet wäre, hätte auf ihn vielleicht sogar geschossen. Ne? Aber meinst du, sowas würde auch in Deutschland passieren? Jetzt, ist schon passiert, also klar. Okay. Solche Sachen sind schon passiert. Aber wie gesagt, er ist jetzt auf ihn losgegangen, weil er hat keine Waffe dabei, nichts. Also er hat jetzt nur hier siehst du die ja auch, Eisenstange, ne? dass noch ein paar andere Leute hier oben im oberen. Habe ich gesehen. Da Die reagieren. Siehst du, da waren noch ein paar andere. Der eine hatte sogar, glaube ich, eine Waffe gehabt. Ja. Kann das sein? Ja. Ja. Absolut unprofessionell gearbeitet. Und von dem Besitzer jetzt, von diesem Ladenlokal, was meinst du? Ich glaube, er hat den einen gar nicht gesehen mit der Waffe. Hast Nee. du gesehen, der oben stand? Hat er nicht gesehen. Ich glaube, wenn der jetzt, der bewaffnete Mann reingekommen wäre, die Waffe auf ihn gerichtet Hier, hätte. da. Genau, der da. Dann hätte er auch nichts gemacht, glaube ich. Aber hat er selber eine Waffe? Ja, hat auch eine Waffe. Ja. In Deutschland ist es ja relativ schwierig, so an gerade Waffen ranzukommen, auch als Privatperson, unabhängig davon, ob man jetzt, selbst wenn man ein Jäger ist oder so, da gibt es ja bestimmte Auflagen. Es gibt für die es gibt manche Juweliere, die haben die Erlaubnis, eine Waffe zu tragen, beispielsweise in Leipzig. Ist ja auch ein Fall letztes Jahr passiert, wo ein Juwelier jemanden erschossen hat. Ja. Wie siehst du das mit dem Waffengesetz? Also ist es in Deutschland richtig so, wie das gehandelt wird? Ja, ist schon richtig, aber sehr hart. Die Gesetze sind sehr streng. Aber es sollten schon Leute, die jetzt, zum Beispiel wie du jetzt, die müssten schon einen Waffenschein bekommen. Das wäre sehr wichtig. Ja, da sind wir ja dran. Gucken wir uns das nächste an. Hier sind wir diesmal in Deutschland. Derjenige geht einfach zur Tür rein, versucht das Ganze. Eigentlich dieselbe Aktion wie in Amerika, ne? Selber, das stimmt, das ist Selbe dieselbe Aktion. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich sag mal so, er hat verloren, glaube ich, oder? Ja, total. Der soll froh sein, dass er noch abhauen konnte. Die haben gut reagiert. Aber Was war das denn für eine Aktion? Ich glaube, der ist einfach reingegangen. genau dieselbe Aktion wie in Amerika. Genau dasselbe. Gas geben. Boah, aber mit diesem Kick. Also ich muss sagen, er hier, Der liebt seinen Schmuck. Der liebt Maschallah, seinen der wollte nicht aufgeben. Aber da muss man in der Situation, wir hatten in dem letzten Video mal drüber gesprochen, über diese Sache mit der Gaspistole und sowas, dass man ja dann eigentlich bei dem Angreifer, also dass man sich eigentlich in ein größeres Risiko begibt, weil erjenige dann vielleicht eher schießt, ne? Guck mal, wenn der jetzt, der hat eine Eisenstange, aber was ist denn, wenn er jetzt mit einer Waffe reinkommt und du hast jetzt wirklich nur eine Gaspistole? Deswegen, das, was wir eben besprochen haben, ich empfehle jedem, der eine scharfe Waffe sich anschaffen darf, sollte das machen. Aber Gaspistolen eher nicht. Gaspistole könntest du jetzt benutzen, aber du weißt ja nicht, ob er jetzt mit einer Eisenstange kommt. Das ist ja eine Sache, die passiert in Sekunden. Der ist ja, hast du gesehen, reingelaufen, losgelegt. Ne? Also ich muss sagen, hier ist das Team, ist das Team gut. Teamwork ist super. Teamwork ist super, ne? Nur halt, das sind keine ausgebildeten, der ist ja auch ein älterer Herr hier, ne? Also da haben die wirklich gut Gas gegeben. die Gut Jungs, Gas ne? gegeben, super. Ja. Aber ich sag ja, wenn das richtige Profis wären, würden die zu zweit kommen oder zu dritt kommen. Einer hätte eine scharfe Waffe, einer Kannst würde du einen mir mal Schaft sagen, halten und was die geht Gas in geben. diesen Leuten bei so einem Räuber, was geht bei dem im Kopf vor? Also er kann doch jetzt nicht, also wie denkt er denn? Er geht jetzt da rein, er weiß doch, da sind mehrere Leute, er hat jetzt einen Hammer, macht das auf, was will er denn da mitnehmen?
Ich kann ja meine Aktion erzählen von einem Bekannten, den ich kenne. Der hatte Spielschulden gehabt und hat Sonnenstudios ausgeraubt. Er ist absolut kein krimineller Mensch normalerweise, war verzweifelt, hat Geldnot gehabt und hat Sonnenstudios ausgeraubt. Ist hingegangen mit CS-Gas, hat die Frauen bedroht und die haben dann das Geld rausgerückt mit CS-Gas. Weißt du, wie er erwischt worden ist? Eine Frau hat ihn angegriffen, also wo er hat sich gewehrt, hat ihm die Brille weggeschlagen, ganz normale Brille. Und anhand, die war von Vielmann, anhand der Nummer, jede Brille hat eine Nummer. Hör auf. Haben die ihn identifiziert bei Vielmann, ja. Hat 4 Jahre bekommen. Wegen bewaffneter Raub. Das ist ja auch bewaffnet, ne? CS-Gas ist eine Waffe, ja. Boah. Ja, gucken wir bei dem nächsten. Ja, das wollte ich damit sagen. Ja, ich glaube, es ging relativ schnell. Hier gibt es etwas jüngere Leute. Ja. Das Geschäft Gold und Zeit und sich nach einer Kette behaupten, sich verschiedene Modelle anschauen zu wollen. Dann gehen sie wieder angeblich die 4.500 € teure Anschaffung nochmal zu überlegen. Eine Viertelstunde später kommen sie erneut und wollen das Schmuckstück noch einmal sehen. In einem günstigen Moment versuchen sie den Ladenbesitzer die Präsentationsbox aus der Hand zu haben. Guck mal, ich bitte dich, ja, der Typ hat die Tür auf und alles, ne? Also ich meine, was war das denn? Dann rennt er schreiend hinter den flüchtenden Räubern her. Einer der beiden ist erst 16, zückt kurz darauf auf der Flucht ein Küchenmesser, als ihm eine Zeugin ein Bein stellt. Dann springt er in die Lippe bei 7 Grad Wassertemperatur. Ah, ich meine, Jungs, was macht ihr denn da? Also ich meine, was ist das denn für ein Plan? Also wie gesagt, der Plan war schlecht, der war 16, ja. Hat ein wie Küchenmesser kommt man- dabei, aber überleg mal, er hätte diesen Küchenmesser benutzt. Dann bist du tot. Ja. Guck mal, der Typ läuft da hinterher, Chef hat ihn festgehalten, er will sich losreißen und sticht so. Die Eingangstür, Katastrophe, keine Sicherheit, nichts, in einem Laden 2 Türen, weil das schreckt total ab. Wenn ich weiß, ich stehe jetzt da und der muss mir die aufdrücken. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal nach Amerika. About 2 minutes. And wait. Da kann das schon mal gefährlicher werden, ne? Da, guck mal, jetzt kommt er schon mit einer Waffe. Ja gut, ich meine, da kann man nichts machen, ne? Ne. Er steht zwar sehr nah, Siehste, nimmt doch er dir könnte die man Uhr schon. ab? Ja. Er stand sehr, sehr nah. Also wenn er so nah steht, hätte man was machen können, aber das Risiko ist einfach zu Aber groß. das ist genau das, was wir jetzt hier gerade sehen. Also an alle Leute, die Urlaub machen, gerade jetzt in England oder London ist dafür hochbekannt. Wir haben aber auch jetzt Malaga und alles. Da ist Côte d'Azur auch im Sommer zu der Hochzeit. Ibiza ist dafür sehr beliebt. Die Leute kommen schnell links mit dem Roller, nehmen die Uhr ab mit Waffe und dann, also da haben wir auch von Kunden schon einige Horror-Stories gehört. Und dagegen kann man, also in der Situation glaube ich, Ein Freund von mir jetzt, der ist auch MMA-Kämpfer. in Amerika. Genau, der wurde in Amerika auch ausgeraubt und er ist ja ein fitter Junge. Fit, Aber starker Junge, kann kämpfen, aber trotzdem das Risiko ist zu groß, erschossen zu werden. Aber ich habe das verfolgt, was da, also er hat ja auch die Geschichte erzählt und ich finde, er hat sich sehr schlau verhalten. Also jeden Fall. er ist rausgekommen, ja, und war in der Seitenstraße, hat die Uhr gegeben und das war's. Ist doch richtig so. Ich sage ja, guck mal, wenn jemand so nah an mir steht, ich bin Kampfsportler, ja, ich könnte versuchen, ihm die Waffe wegzunehmen, aber was ist, wenn er in dieser Sekunde, das ist ja eine Millisekunde, abdrückt? Ist es das wert, sein Leben zu geben für eine Uhr? Nein. Nein. Für nichts. Und ich meine, das sagst du als Kampfsportler. Ja, ich fühle mich ja sehr sicher, nur aus so einer Entfernung. Aber gerade jetzt, wenn man sich hier diese Distanz auch anschaut, ne, guck mal, Ja, also ich ja. meine, dann gucken wir nochmal hier. Hier kann ich mir schon vorstellen, was passiert, ja. Der macht das ganz radikal. Ja, ich meine, drin ist er, ne? Ja, und jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt geht's. Ja, das haben die ja damals auf der Kür auch gemacht, weißt Ja. du, auf der Königsallee. Ja. Aber guck, oh. Der hat diese Gasanlage innen drin, dass man nichts mehr sieht. Aber warum wird die. Aber die sind ja maskiert, guck mal. ja, aber die haben, glaube ich. Die haben so- Schutzbrillen auch, guck mal. Aber jetzt siehst du, kommt diese. Warum dauert das denn so lange? Aber jetzt kann man, glaube ich, nichts mehr machen. Und direkt wieder weg. Siehst Haben du? die jetzt was genommen oder nicht? Ja, vielleicht einen, aber das ist direkt wieder raus. Gasanlage. Nichts gesehen. Muss ich sagen, wir haben auch schon darüber gesprochen, über diese Gasanlage, die wir hier installieren wollen. Das ist eine gute Sache. Guck mal, jetzt waren beide gut organisiert. Der Laden war gut Aber die war auch und gut. die waren auch sehr gut. Ja, die waren jetzt entschlossen und die haben auch, hast du gesehen, die haben auch Schutzbrillen gehabt. Also irgendwas haben die geahnt. Für Thema CS-Gas, ne? Falls jetzt. Da Das war jetzt kein Zufall. Irgendwie haben die einen Tipp vom Laden bekommen, glaub mir, von irgendjemandem dort. Deswegen haben die auch diese Schutzbrillen gehabt. Also die waren schon gut vorbereitet. Und wenn wir jetzt allgemein, wir haben auch ja, wir wollen in naher Zukunft ja, wir hatten sehr viele Anfragen. Ich hatte ein paar Stories, dieses Bären-CS-Gas-Spray. Das hat ja jeder auch hier bei uns und da haben viele gefragt, ob wir das auch verkaufen werden in Zukunft. Wie siehst du denn beispielsweise sowas bei Privatpersonen, wenn die es jetzt zu Hause haben? Wie gesagt, wenn du die Gefahr kommen siehst, sehr gut. Ja, wenn du die Gefahr kommen siehst. Zum Beispiel hier eigentlich sehr sicher. Wir haben eine Tür, wir haben eine zweite Tür.
wir haben Security hier, wir haben Waffen hier, wir haben CS-Gas hier, wir haben Kameras überall. Also wir sind schon hier sehr gut aufgestellt. Aber wenn du jetzt überrascht wirst, ist es natürlich Von immer wieder zu Hause, schwierig. also es geht mir mehr um die Privatleute. Okay, für zu Hause natürlich, wie gesagt, es passiert ja auch, dass mal nachts jemand kommt. Ja? Jeder soll froh sein, wenn es passiert, wenn du nicht da bist. Aber wenn du da bist, es passieren immer wieder die Fälle, dass die Leute wach werden. Klar, dann kannst du die CS-Gas einsetzen. Und allgemein würdest du aktuell beispielsweise eine Empfehlung aussprechen, dass man im Auto sowas einfach liegen hat? Oder? Ja, du merkst, wenn ich jetzt mit dir fahre, wir gucken immer, einer steht draußen, wir steigen auch ein, Auto wird abgeschlossen. Auto habe ich auch immer CS-Gas, immer. Und für die aktuelle Zeit, also das letzte Video, glaube ich, haben wir vor der Winterzeit gemacht. Jetzt ging ja so die Hochzeit los. Eigentlich zur Jahresmitte entspannt sich die Situation doch eher mit Einbrüchen. Wir hatten jetzt eine extreme, also das haben wir auch noch nicht thematisiert, bei einem näheren Bekannten wurde ja eingebrochen, Uhren wurden da entwendet, wo auch dann die Frau noch zu Hause war. Solche Sachen wird das jetzt zum Sommer tendenziell weniger, oder? Meistens zum Sommer, das ist ja wirklich Saisonarbeit. Das hört sich jetzt so lustig an, aber ist tatsächlich Saisonarbeit. In der dunklen Winterzeit wird sehr viel eingebrochen. Und wie gesagt, bei dem Thema, da haben die tatsächlich die Frau auch verletzt, auch das Kind verletzt. Und deswegen, und guck mal, das war ein wohlhabender Mensch und da muss Security, aber es gab kein Security. Das sind so Sachen, wo man am falschen Ende spart. Das würde ich nicht machen, ganz wichtig. Muss man auch Sogar sagen. wenn ich für ihn komme, du weißt, der Jawad arbeitet für uns, ich lasse mich abholen. Wenn ich vom Urlaub komme und ich habe ein paar Wertsachen dabei, ich lasse mich abholen. Ich bin ja selber Sicherheitsmann, aber trotzdem kommt eine Person, die mich abholt. Ja, da muss man auch nochmal sagen, dass falls ihr besondere Events habt, falls irgendwelche Termine anstehen, wo ihr euch mehr darauf konzentrieren müsst, andere Aufgaben auszuüben, solltet ihr nicht daran sparen. Beispielsweise iCrimex, das war das erste Video, was wir damals uns angesehen haben, der in der Tiefgarage überfallen wurde. Wenn er ein Event hat, geht er ab sofort auch nur mit Security raus. Also von daher, falls ihr irgendetwas habt, ein wichtiges Event und so weiter, sollte man daran dann doch nicht sparen, ne? Und vielleicht jemanden engagieren. Auf jeden Fall. Und worauf man jetzt in letzter Zeit achten muss, die kommen ja als Postbote, Paketdienst, DHL, die verkleiden sich, das passiert, ist auch schon jetzt ein paar Mal passiert. Ich zum Beispiel bei meiner Frau, ich habe eine Einfahrtstore und ich sage immer, pass auf, guck, ob du den Fahrer kennst, guck, ob da tatsächlich ein DHL-Auto steht und nicht irgendjemand. Und wenn es sein muss, ich habe ja ist ja abgesperrt bei mir, nimm das Paket über das Tor. Meine Frau macht manchmal auch einfach auf. Ich sage, mach nicht auf. Ja. Deswegen muss man echt vorsichtig sein. Sehr sensibles Thema. Falls euch das Ganze gefallen hat, schreibt uns gerne mal Videolinks unten in der Beschreibung, unten in der Comment-Section, auf die wir vielleicht reagieren sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ich freue mich drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ja, ciao. Ciao.